Mehr als 70 Jahre lang herrschte Königin Elizabeth II. Über das Vereinigte Königreich und das Commonwealth. Ihre Herrschaft war die längste in der Geschichte Großbritanniens und suchte weltweit ihresgleichen. Anfangs wuchs die Queen als eine der 2 Prinzessinnen im Schatten des Zweiten Weltkriegs auf und wurde zur strahlenden Königin eines Weltreichs, das sich wandeln musste. In den 1990er Jahren sah man sie als die vornehme Großmutter der Prinzen William und Harry. In ihren letzten Jahren galt Königin Elizabeth als treue und wahrhaftige Dienerin ihres Volkes. Während ihrer 70-jährigen Herrschaft wurde sie Zeuge unglaublicher und einmaliger sozialer, politischer und kultureller Veränderungen. Der Hochadel ist eine Mischung aus Mythen und Realität. Romantische Prinzessinnenmärchen treffen auf gelebte Geschichte. Ist da noch eine Königin mit im Spiel, setzt das dem Ganzen buchstäblich die Krone auf. Es ist ein Traum und doch Wirklichkeit. Als kleines Mädchen ahnte Elizabeth nicht, dass sie einmal die Königin sein würde. Sie war nur eine kleine Prinzessin. Natürlich war sie etwas Besonderes und hatte ein außergewöhnliches Leben. Ihr Vater war der Herzog von York und ihre Mutter die Herzogin von York. Sie führten ein gewissermaßen normales, aber auch grandioses Leben in Piccadilly in London. Sie war das, was heute die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie sind. Sie war Tochter des Herzogpaars von York, auf den unteren Rängen der Königsfamilie. Sie wuchs also voller Ehrfurcht vor der Krone auf, verstand die Bedeutsamkeit von Pflicht und Monarchie, verfiel aber nie dem Hochmut, der allzu oft mit dieser Rolle einhergeht. Ich glaube auch, dass sie aus diesem Grund eine Bescheidenheit entwickelte, die vom Volk respektiert wurde. Damals hatten Mitglieder der Königsfamilie viel weniger zu tun als heute. Der Herzog und die Herzogin von York konnten also mit ihren Kindern, Prinzessin Elizabeth, geboren 1926, und Prinzessin Margaret, geboren 1930, im Juli nach Schottland verschwinden und sich erst in der Mitte des Oktobers wieder zeigen. König George VI. Hatte 2 Töchter. Elizabeth war stoisch und unbeirrbar, Margaret hingegen lebhaft und verschmitzt. Elizabeth war zurückhaltend, Margaret sehnte sich nach Aufmerksamkeit. Elizabeth war pflichtbewusst, Margaret ungehorsam. Prinzessin Elizabeth stand ihrem Vater sehr nahe. Die ganze Familie war sich eng verbunden. Er sprach immer von uns Vieren. Sie hatten Reisen und Pflichten zu erfüllen, blieben als Familie aber gern zu Hause. Sie wollte zu den Pfadfinderinnen. Das wurde als gute Idee erachtet. Also etablierte man eine Pfadfinderinnentruppe im Buckingham Palace mit einer Handvoll angesehener Mädchen. Sie war nun also eine Pfadfinderin, damals auch Brownies genannt, aber immer noch sicher im Palast. Prinzessin Margaret Rose ist auch mit 7 Jahren noch voller Tatendrang, wie man es von einem Mitglied der Leprechaun Six des Buckingham Palace erwarten sollte.
Ich habe mit einer ehemaligen Spielkameradin von Prinzessin Elizabeth aus ihrer Kindheit geredet. Es habe Spaß gemacht, mit ihr zu spielen, aber sie sei überhaupt nicht wagemutig gewesen und tat nie etwas Gefährliches. Sie wuchs von vornherein als wohlerzogenes, ordentliches Mädchen auf. Sie ging nicht einfach in die Schule oder Universität. Sie wurde erzogen, wie es für junge Aristokratinnen ihrer Generation üblich war. Zunächst wurde sie zu Hause unterrichtet. Später gab ihr ein Schulmeister aus Eton Sonderunterricht in Verfassungsgeschichte. Prinzessin Elizabeth kam in den 1920er Jahren zur Welt. Nach dem Ersten Weltkrieg, als sich der Zweite Weltkrieg anbahnte. Die Zeit war geprägt von Sparsamkeit und in den 1930er Jahren auch von Arbeitslosigkeit. Zum 14. Mal in seinen 15 Jahren verbringt der Herzog von York die Nacht im Ferienlager des Industriewohlfahrtsverbandes, wo 400 Jungen aus öffentlichen Schulen und Industriezentren ihre Ferien kameradschaftlich an der frischen Luft genießen. Ihre Eltern waren eher weltgewandt und weniger abgehoben. Das war sicherlich etwas Gutes. Die Queen wusste schon als Kind, dass es um die Welt da draußen nicht gut stand, dass viele ihrer Untertanen schwere Zeiten durchmachten. Bei früheren Generationen der Königsfamilie war das nicht so. Sie saßen in ihren Palästen und blieben auf Distanz zu den Sorgen des einfachen Volkes. Da war Prinzessin Elizabeth anders. Der zweite Platz geht an Prinzessin Elizabeth. Diese Zeit prägte die Queen sehr, insbesondere wohl wegen der Beziehung zu ihrer Mutter. Die Königin Mutter war stets darauf aus, sich gesellschaftlich und in der Gemeinschaft einzubringen. Während der Luftangriffe sagte sie, sie sei froh, dass Buckingham Palace bombardiert worden war, da sie nun auf Augenhöhe mit dem East End war. Sie waren stets am Puls der Zeit und insbesondere die Queen wusste, dass es nicht gut aussehen würde, mit Geld um sich zu werfen, wenn es anderen schlecht ging. Sie und ihr Vater waren einander sehr zugetan. Er sagte über seine Töchter, Lilibet ist mein Stolz, Margaret meine Freude. Er verwöhnte die kleine Schwester und konnte kaum glauben, dass er so ein bezauberndes Wesen hervorgebracht hatte. Ihre kleine Schwester Margaret Rose war die freche, launische im Bunde. Elizabeth verhielt sich von Anfang an, als wäre sie bereit, die Rolle der Königin zu übernehmen. Es gibt keine Aufzeichnungen, denen zufolge Prinzessin Elizabeth irgendwann etwas wirklich Ungezogenes getan hätte. Wache bereit für die Inspektion. Sie wuchsen damals recht idyllisch auf. Die Prinzessinnen erlebten viel und da ihre Eltern viel reisten. Nach der Abdankung änderte sich das alles. Das war wohl für die Queen als Mädchen am schwersten, da sie gewissermaßen aus ihrem relativ im Hintergrund laufenden Leben ins Rampenlicht geriet. Das idyllische Leben des Herzogs und der Herzogin von York und ihrer 2 Töchter änderte sich schlagartig, als König Edward VIII. Abdankte, um 1936 seine Geliebte, die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson, zu heiraten. Diese späte Abdankung hatte niemand vom Prinzen von Wales, dem späteren Edward VIII., erwartet. Es war ein großer Schock für den Herzog von York, als er das Vorhaben des Königs erkannte und dass er den Titel übernehmen müssen würde. Ich vermute, es wurde ihnen erst kurz vor Ende November 1936 wirklich bewusst. Der Mann, der sich ein ruhiges Leben wünschte, wurde zum Herrscher des größten Reichs der Weltgeschichte gekrönt. Ihr Vater scheute aufgrund seines Stotterns bekanntlich die Öffentlichkeit. Aber er gab sich, wie im Film The King's Speech zu sehen, alle Mühe, ein moderner Monarch zu werden. Die Königin und ich werden den heutigen Tag stets als Inspiration in Erinnerung behalten. Auf dass wir dem Vertrauen gerecht werden, das ich voller Stolz zu Beginn meiner Herrschaft empfinde.
Neben der Last der Verantwortung als König musste George VI. Auch das wachsende Grollen des Krieges mit Hitler-Deutschland bewältigen. Nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 war er plötzlich Oberbefehlshaber der Streitkräfte im Krieg gegen Deutschland. Am Morgen des heutigen Tages überreichte der britische Botschafter in Berlin der deutschen Regierung ein Ultimatum. Wenn wir nicht bis 11 Uhr erfuhren, dass sie ihre Truppen aus Polen abziehen würden, bedeutet dies die Ausrufung eines Kriegszustandes zwischen unseren Ländern. Ich muss Ihnen mitteilen, dass nichts dergleichen uns erreicht hat und sich dieses Land folglich im Krieg mit Deutschland befindet. Premierminister Neville Chamberlain hatte bereits im Lauf des Tages den Krieg ausgerufen. Dies war die erste Gelegenheit für den König, als guter Vater der Nation zu seinem Volk und dem Empire zu sprechen. Die Rede am Ende des Films, die wir heute als The King's Speech kennen, war ganz klar eine außerordentlich bedeutsame Rede. In dieser so dunklen Stunde, der vielleicht schicksalsschwersten unserer Geschichte, sende ich an jeden Haushalt unserer Völker, sowohl daheim als auch in Übersee, diese Botschaft. Wir befinden uns im Krieg. Mit Gottes Hilfe werden wir dies überstehen. In gewisser Weise war der Zweite Weltkrieg seine Rettung, denn in diesem Umfeld konnte er seine staatsmännische Rolle während des Krieges ausspielen, aus dem er als äußerst beliebter König hervorging. Ob bei seinen Truppen in Frankreich oder daheim bei seinem ausgebombten Volk, sein Mut und sein Frohsinn waren inspirierend. In diesem totalen Krieg wurde das Zuhause des Königs zerbombt, wie auch bei vielen seiner Bürger. Prinzessin Elizabeth erlebte das Pflichtbewusstsein ihres Vaters. Die Pflicht war wichtiger als das eigene Glück. Das zeigte sich auch bei ihrer Mutter. So gestaltete sie dann auch ihre eigene Herrschaft. Sie hat gewissermaßen ihre Familie geopfert. Sie liebte ihren Vater und hing sehr an ihm. Sie sah, was ihr Vater tat und respektierte das so sehr, dass sie seinem Beispiel folgte. Also empfand er gleichermaßen Respekt für sie. König George sagte, Elizabeth habe sich von klein auf königlich benommen. Schon im Kindbett habe sie sich und ihre Emotionen unter Kontrolle gehabt. Er sagte, in ihr sehe ich Königin Victoria. Ich sehe eine großartige künftige Monarchin. Wir brauchen keinen Jungen für die Aufgabe. Sie wird das besser können. Die Einstellung der Queen und ihre grundlegende Ernsthaftigkeit wurden von verschiedenen Ereignissen in ihrem Leben geprägt. Zum einen die Weltwirtschaftskrise, während derer sie aufwuchs. Zweitens die Abdankung, welche ihre Familie traumatisierte und bei der sie sah, wie sehr die Nichterfüllung der Pflichten durch ihren Onkel, Edward VIII., dem die Erfüllung seiner Liebe zu einer Frau wichtiger war als die Krone, ihren Vater verstörte. Und zuletzt der Zweite Weltkrieg. Während des Zweiten Weltkriegs lebten sie und ihre Schwestern abgeschieden in Windsor Castle. Sie wohnten im Schloss. Es kamen Besucher, um sie zu unterhalten. Es gab Bälle und Festlichkeiten. Sie trafen die damaligen aristokratischen Soldaten und Gardisten. Das klingt seltsam, aber ich denke, der Krieg war für die Prinzessinnen eine angenehme Zeit. Prinzessin Elizabeth sagte scheinbar zu ihrer Gouvernante, dass sie vielleicht zu viel lächelten und zu glücklich aussahen. Sie wusste, was damals geschah und verfolgte es mit großem Interesse. Und trotzdem verbrachten sie die Kriegsjahre in Windsor Castle wie auf einem riesigen Spielplatz. Sie wollte zum ATS, dem Auxiliary Territorial Service, der Frauenabteilung der Armee.
Sie mag ruhig und gelassen fahren, doch vor ihrer Ausbildung hatte sie noch keine Erfahrung damit. Sie ging ein paar Monate lang jeden Tag nach Aldershot und ließ sich als Mechanikerin ausbilden. Sie lernte, wie man Räder und Zylinderblöcke wechselt. Prinzessin Margaret ist sichtlich davon beeindruckt, wie sie die Zündkerzen wechselt. Abends kam sie nach Hause und langweilte die Familie mit Ausführungen zur Dynamik von Zylinderblöcken und dergleichen. Alles, was diese Frau jemals getan hat, tat sie mit Ernsthaftigkeit. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, als der Sieg in Europa verkündet wurde und die Leute auf den Straßen Londons feierten und tanzten, fragte Prinzessin Elizabeth ihren Vater, ob sie sich ansehen durfte, was auf der Straße los war. Ihr wurden einige zuverlässige Wachleute zugewiesen und sie konnte sich auf den Straßen Londons unter das Volk mischen. Näher war sie der Realität des Krieges nie wirklich gekommen. Meine Schwester und ich konnten nicht erkennen, weshalb die Leute feierten. Wir fragten meine Eltern, ob wir nachsehen gehen durften. Wir hatten Angst, man würde uns erkennen, also zogen wir unsere Mützen weit nach unten über die Augen. Wir bejubelten das Königspaar auf dem Balkon und liefen meilenweit durch die Straßen. Das war eine der denkwürdigsten Nächte meines Lebens. Kaiser Napoleon sagte einst, wenn man jemanden verstehen möchte, sollte man sich ansehen, wie die Welt an dessen 21. Geburtstag aussah. Die Queen wurde in den 1940er Jahren 21 und verkörperte die Werte einer Frau dieser Generation. Sie war anständig, besonnen und pflichtbewusst. Während des Zweiten Weltkriegs traf Prinzessin Elizabeth zum ersten Mal den eleganten Marineoffizier Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark. Ihre Beziehung würde 7 Jahrzehnte dauern. Es war äußerst bemerkenswert, dass sich die Queen gewissermaßen in den ersten Mann verliebte, den sie traf und ihn heiratete. Das ist natürlich eine Übertreibung, aber sie traf Prinz Philipp von Griechenland 1939 als eleganten Marinekadetten in der Marineschule von Dartmouth. Sie hatte ihn zuvor bei Familienereignissen getroffen, aber ihrer eigenen Aussage zufolge sprang hier der Funke über. Er war elegant und äußerst gut aussehend. Sie dachte sich, dieser Mann ist wunderbar, wie eine 13-Jährige nun mal einen Prinzen sehen würde. Sie empfand danach nie mehr wirklich Zuneigung zu einem anderen Mann. Er sah beeindruckend gut aus mit seinem flachsblonden Haar. Eine Menge Frauen schwärmten damals wie auch später noch von ihm. Er habe die Locken und das blonde Haar eines Wikingers und so weiter. Er war eine beeindruckende Figur und sah in seiner Uniform geradezu lächerlich gut aus, zumal er sich auch stets fit hielt. Er sah seiner Herkunft entsprechend aus wie ein junger griechischer Gott. Prinz Philipp war ein Alpha-Männchen. Sehr beherrschend, aber auch positiv. Prinzessin Elizabeth hatte nie zuvor so jemanden getroffen. Sie war es gewohnt, verschiedene Fürsten zu treffen, die sich ihr allesamt unterordneten. Plötzlich war da jemand, der ihr sagte, was sie zu tun hatte, der zu schnell fuhr und dergleichen. Er trat äußerst maskulin auf und sie war unglaublich in ihn verliebt. Sie waren beide Urenkelkinder von Königin Victoria. Prinz Philipp hatte Ende der 1930er Jahre zwar eine Familie, aber sein Vater war in Südfrankreich, seine Mutter in Griechenland, seine Schwestern in Deutschland und er selbst in England. Wenn er jemandes Haus besuchte, gab er in den Gästebüchern seine Adresse als kein fester Wohnsitz an. Prinzessin Elizabeth und er kamen sich im Laufe des Krieges näher und am Ende des Krieges vertiefte sich ihre Freundschaft.
Er war gelegentlich in Windsor Castle zu Gast. Er traf die Queen bei einem Märchenspiel. Irgendwann fing sie an, ihm zu schreiben und hatte ein Foto eines Herrn mit Bart auf ihrem Schminktisch. Das bei Vorträgen zu zeigen, ist immer unterhaltsam, denn es ist tatsächlich Prinz Philipp, der damals einen Bart trug. Kurz darauf wurde daraus natürlich eine Liebesbeziehung. Er war bei der Marine, er war ein Cousin, definitiv ein gefragter Junggeselle und enorm charmant. 1946 waren sie verliebt und bereit, sich zu verloben. Ich denke nicht, dass Prinz Philipp je bei König George VI. In Ungnade fiel, auch wenn seine zukünftige Ehefrau noch sehr jung war. Sie beide waren sehr jung. Ihr Vater wollte, dass sie noch etwas wartet. Es ist durchaus rührend, dass ihre einzige Reise ins Ausland als Familie, nur wir vier, wie George VI. Immer sagte, die Reise nach Südafrika 1947 war. Als Prinzessin Elizabeth 21 wurde, war sie gerade in Südafrika und hielt eine außerordentliche Rede, in der sie ihr Leben in den Dienst des Commonwealth stellte. Des Empire, wie sie damals sagte. Das entsprach ihrer Natur, die Pflicht an erste Stelle zu setzen. Das war es auch, was sie immer tun wollte. Ich würde an diesem meinem Geburtstag gerne als eure Repräsentantin für die Jugend der britischen Staatenfamilie sprechen. Da wir nun zu Frauen und Männern herangewachsen sind, ist es gewiss eine große Freude, jenen Älteren, die stets für uns gekämpft haben, um unsere Kindheit zu behüten, einen Teil dieser Last von den Schultern zu nehmen. Sie hatte die Rede nicht selbst geschrieben. Sie kam aus ihrem Privatsekretariat und gefiel ihr. Als sie zum ersten Mal las, musste sie angeblich weinen und sagte, das würde ihre Gefühle genau wiedergeben, wäre genau das, was sie sagen möchte. Daran zeigt sich, dass das Vertrauen ihres Vaters gerechtfertigt war und sie Großbritannien und dem Commonwealth gegenüber ein tiefes Pflichtbewusstsein hegte und dass das der Mittelpunkt in ihrem Leben sein würde. Ich erkläre hiermit, dass ich mein ganzes Leben, sei es kurz oder lang, dem Dienst an unserem Volke und unserer Familie des Empire widmen werde. Jedoch habe ich nicht die Kraft, diesen Beschluss allein umzusetzen. Es sei denn, ich habe Ihre Unterstützung, um die ich Sie nun bitte. Das war ihr letzter Auftritt als Tochter der Familie. Sie wusste, dass sie sich danach mit Philipp verloben und ihn heiraten würde. Nebst Neuigkeiten bezüglich der königlichen Hochzeit erreichten uns diese Bilder der Königsfamilie mit Lieutenant Philip Mountbatten. Bei Hofe war man nicht sicher, wer dieser Mann war. Prinzessin Elizabeth war die perfekte Prinzessin. Wunderschön, wohlerzogen, wusste sich zu benehmen. Niemand war sich bei Prinz Philipp sicher. Wer war er? Wo waren seine Eltern? Sein Großvater, der König von Griechenland, war ermordet worden. Sein eigener Vater war im Jahr von Philipps Geburt bei einem Schauprozess zum Tode verurteilt worden, sollte also hingerichtet werden und floh ins Exil. Prinz Philipps Vater ließ sich mit seiner Familie in Frankreich nieder. Prinz Philipps Kindheit und Jugend waren gewissermaßen problematisch. Er kam bekanntlich auf einem Küchentisch in Korfu zur Welt, flüchtete in einer Orangenkiste an Bord eines britischen Zerstörers und führte ein vergleichsweise ärmliches Leben in Frankreich. Ende der 1920er Jahre trennten sich seine Eltern. Die Mutter verkraftete das nicht und kam in der Schweiz in eine Anstalt. Seinen Vater verschlug es nach Südfrankreich, wo er mit seiner neuen Freundin in einem Boot an der Riviera lebte. Er sagte zu mir immer, er wäre Paneuropäer. Ich weiß nicht, was genau er war.
Er wurde als Philipp der Grieche eingeordnet, obwohl in seinem Stammbaum keine Griechen waren. Die griechische Königsfamilie war von außerhalb gekommen. Sie waren gewissermaßen Mietkönige. Wenn er also von irgendwoher kommt, dann am ehesten noch aus Deutschland. Er selbst sagte auch, warum sollte ich die Griechen mögen? Sie haben meine Familie schrecklich behandelt. Das stimmt an sich auch. Dass er also Grieche gewesen sei, ist weit von der Wahrheit entfernt. Man wusste also nicht, wer der Prinz war. Er war nicht auf eine ordentliche englische Schule gegangen, war nicht Teil des Garderegiments. Er war auf eine Schule namens Gordonston gegangen, die von Prinz Max von Baden gegründet wurde, der auch Schloss Salem gegründet hatte. Dass er in die Marine eintrat, wie wir aus Briefen wissen, war ganz gut. Aber wer war er nun? Angesichts der Verlobung hatten also viele im Umkreis der Königin und des Königs Vorbehalte. Nachdem er auf die griechische und die dänische Krone verzichtet hatte, nahm Philipp den Nachnamen seiner Mutter an, Mountbatten. Als er Prinzessin Elizabeth heiratete, erhielt er den Titel Herzog von Edinburgh. Lobgesang und Jubel begleiteten den prunkvollen Aufzug zum größten königlichen Ereignis Großbritanniens seit der Krönung. Die königliche Hochzeit wurde als der Beginn eines neuen elisabethanischen Zeitalters gesehen. Dem Land ging es fürchterlich und es war direkt nach Ende des Kriegs sehr arm. Doch plötzlich würde diese wunderschöne Braut, Prinzessin Elizabeth, gemeinsam mit diesem attraktiven Marineoffizier das Land aus den Wehen des Krieges und in eine goldene Zukunft führen. In der öffentlichen Wahrnehmung hatte ihre Hochzeit etwas Märchenhaftes. Kurz darauf wurden die Rufe des Volkes erhört und das Brautpaar erschien auf dem berühmten Balkon. Für die britische Öffentlichkeit war die Hochzeit von Prinz Philipp und der zukünftigen Königin eine Erlösung nach einer Zeit der Sparsamkeit und Bitterkeit. Denn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs musste noch strenger rationiert werden, als man es während des Krieges getan hatte. Es ist durchaus amüsant, dass mehrere hundert der offiziell aufgelisteten 1700 Hochzeitsgeschenke Nylonstrümpfe waren, die von den treuen Damen des Landes an die Prinzessin geschickt wurden. Sie wussten, was sich jede junge Frau in diesen schweren Zeiten wünschte. Möge das Glück unserer Prinzessin und ihres Seefahrergatten mit jedem Jahr weiter gedeihen. Nach ihrer Hochzeit mit Prinz Philipp brachte Prinzessin Elizabeth 1948 Prinz Charles zur Welt und 1950 Prinzessin Anne. Nachdem sie und Philipp heirateten, bekamen sie sehr schnell 2 Kinder. Sie wollten mehr, mussten die Familienplanung aber hinauszögern. Darum kamen ihre Kinder in 2 Gruppen zur Welt. Eine vor ihrer Krönung und eine, nachdem sie sich im Amt eingewöhnt hatte. Sie konnte es mit Philipp ein Jahr lang genießen, die Frau eines Marineoffiziers zu sein. Philipp hatte nach der Hochzeit darauf bestanden, seine Marinekarriere weiter zu verfolgen. Sie unterstützte ihn dabei sehr. Die königliche Familie willigte ein, also ging er nach Malta, wo die britische Marine damals noch ein großes Kontingent hatte. Er bekam seine eigenen Schiffe. Sie besuchte ihn nicht als Prinzessin, sondern als die Frau des Kapitäns. Auch fuhr sie zum ersten und einzigen Mal in ihrem Leben ein eigenes Auto, besuchte Friseure, traf Freunde in Cafés. Sie genoss so etwas wie ein normales Leben und hätte sich gewünscht, es würde noch einige Jahre so weitergehen. Sie wollte ganz eindeutig das Leben genießen, ohne die ganzen Einschränkungen. Sie konnte sich auf Malta frei bewegen. Das war für sie etwas ganz Neues. Offiziell hatte sie das Sagen, aber im Privatleben habe ich persönlich das Gefühl, dass Philipp das Ruder in der Hand hatte. Er schien sie oft herumzukommandieren und, auch wenn das jetzt vermessen von mir sein mag, wurde ich Zeuge davon, wie er ihr gegenüber fluchte.
Die Queen und Prinz Philipp waren einfach wie füreinander gemacht. Sie fand jemanden, der ihr ebenbürtig war, und daraus entwickelte sich eine Beziehung, die lange Jahre halten würde. Die Queen selbst hätte wohl zugestimmt, dass Prinz Philipp kein Blatt vor den Mund nahm. Er hatte hinter den Kulissen das Heft in der Hand und nahm als Familienoberhaupt viele positive Änderungen an Buckingham Palace vor. Er wollte nicht nur als ihr Gatte wahrgenommen werden, sondern als eigenständige Person. Ein großer Teil des späteren, ebenso lustigen wie bissigen Charakters der Queen kam wohl daher, dass sie mit einer starken Person wie Prinz Philipp zusammenlebte. Ihre Liebe zu ihm hat die Jahrzehnte überdauert. Das ist das Schlüsselmerkmal vieler glücklicher Ehen. Sie funktionieren aufgrund der Unterschiede zwischen den Partnern. Das war auch der Kitt, der diese Ehe so gut zusammengehalten hat. Allzu oft muss Prinz Philipp mir zuhören. Er kann zwar nicht mit Komplimenten umgehen, aber er gibt mir seit vielen Jahren Kraft und Unterstützung. Vor einigen Jahren ging ich mit ihnen abends ins Theater. Ich saß bei ihnen in der Königsloge. In der Pause ging ich mit ihnen aus der Loge raus. Natürlich gingen der Herzog von Edinburgh und ich hinten, die Queen an erster Stelle. Sie traf in der Pause eine Menge Berühmtheiten, während ich mit dem Herzog von Edinburgh wartete. Er behielt die Queen, die ja eine kleine Frau war, quer durch den Raum im Auge. Sie war von Leuten umzingelt, die sie alle treffen wollten, sich verbeugten und ihre Hand schüttelten. Er lehnte mit einem Getränk in der Hand an der Wand. Als sich ihre Blicke kurz trafen und sie lächelte, hob er sein Glas zum Gruß. Ich dachte mir dabei, ja, diese beiden haben schon eine ganz besondere Beziehung. Prinzessin Elizabeth war als Ehefrau von Philipp und Mutter zweier kleiner Kinder unglaublich glücklich. Doch mehrten sich die Bedenken bezüglich der Gesundheit ihres Vaters. George VI. Hatte Lungenkrebs. Bei einer Operation wurde ein Lungenflügel entfernt. Am Morgen des 6. Februar 1952 starb George VI. Im Alter von 56 Jahren an einer Koronarthrombose. Das Land trauerte um seinen König, den es ins Herz geschlossen hatte, nachdem er mit seiner Familie und den Bewohnern Londons den Luftangriffen getrotzt hatte. Der plötzliche Tod des Königs veränderte alles. Für Elizabeth wie auch für Philipp. Ihre erste Reise fand ein abruptes Ende, als sie während ihres Aufenthalts in Kenia vom Tod des Königs erfuhren. Der Herzog von Edinburgh überbrachte Prinzessin Elizabeth die Botschaft. Sie war natürlich am Boden zerstört. Die Queen kam die Treppe herunter und die alten Minister warteten, darunter Winston Churchill. Der war Jahrgang 1874, hatte in der Armee von Königin Victoria gedient, war Juniorminister unter Edward VII. Und aktuell ihr Premierminister. Attlee, Eden, Mountbatten und der Herzog von Gloucester und viele andere sowie ihre Wagenkolonne warteten auf sie, als sie in ihr Land zurückkehrte, um die Zügel der Herrschaft zu übernehmen. Als sie zurück in Großbritannien auf das Rollfeld trat, verneigten sich die Menschen vor ihrer neuen Königin. Das war ein schwerer Schlag für Prinz Philipp. Denn er wusste, dass das bisherige Familienleben vorbei war. Das Ausmaß der Situation wurde ihm gewissermaßen schon vor ihr bewusst. Plötzlich war sie Königin und konnte nicht mehr Ehefrau sein. Sie konnte nicht mehr die Mutter sein. Sie hatte einfach kaum noch Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. Prinz Philipp wurde somit quasi eine Art Hausmann. Nachdem sie 1952 Königin wurde, war sie viel auf Reisen unterwegs, die damals oft auf dem Seeweg sehr lange dauerten. Sie war ihren Kindern demzufolge deutlich weniger nah, als es ihre Eltern für sie gewesen waren. Man könnte sagen, Prinz Philipp verlor seine Frau an ihre Pflicht.
Bei den Journalisten fanden insbesondere ihr Alter und ihre relative Arglosigkeit Beachtung. Sie war zwar schon damals für ihr Alter sehr gebildet und gut erzogen, aber sie hatte keinerlei Erfahrung in Bezug auf das Leben als Ehefrau, geschweige denn als Königin. Einen Elternteil zu verlieren, ist immer schwierig. Zu wissen, dass man Thronfolger ist und nach dem Tod seines Vaters das Amt übernehmen wird, die Last dieser Verantwortung, der Erwartung und der Ungewissheit, die das bei einem Menschen auslösen muss, ist geradezu unvorstellbar. Als ihr Vater starb, war das für sie persönlich verheerend. Und sie musste sich der Tatsache stellen, dass sie Herrscher des Vereinigten Königreichs sein würde. Es herrschte eine große Unsicherheit, als die Vaterfigur George VI. So jung starb. Wie würde das junge Mädchen damit umgehen? Winston Churchill wies dann bei seiner Trauerrede zum Abschied von George VI. Und zum Gruß der neuen Königin darauf hin, dass diese Königin Elizabeth den Thron im gleichen Alter bestieg, wie einst Königin Elizabeth I. zur Tudorzeit. Und dass dies Großbritannien und dem Commonwealth vielleicht als Chance dienen könnte, ein neues, modernes, elisabethanisches Zeitalter zu begehen. Wie schon ihr Vater erhielt Prinzessin Elizabeth völlig unerwartet die Krone. 4 Monate nach dem Tod König George VI. Wurde die Krönung von Elizabeth II. Für den 2. Juni 1953 anberaumt. Das Fernsehen erfreute sich wachsender Beliebtheit, als 1953 die Krönung stattfand. Viele kauften sich extra dafür einen Fernseher, wie auch meine Familie. Wir saßen zu Hause, Vater kaufte einen Fernseher und die Nachbarn kamen vorbei, wie auch bei vielen anderen. Das brachte für das Fernsehen den Stein ins Rollen. Man war der Meinung, es sollte ein Weltereignis sein. Und das ganze Commonwealth sollte die Feierlichkeiten genießen können. Sie sollten sehen können, wie ihre Königin die Krone erhielt. Sie machte sich Sorgen, dass sie Fehler machen würde, die live im Fernsehen festgehalten würden. Das schwöre ich feierlich. Die Zeremonie umfasste einige sehr emotionale, private Momente, wie die Kommunion. Auch musste sie an einer Stelle den oberen Teil ihrer Brüste freilegen, um dort mit dem Krönungsöl gesalbt zu werden. Sie wollte nicht, dass das im Fernsehen gezeigt wurde. Das Volk wollte die Königsfamilie sehen können. Und zwar nicht nur direkt, wenn man in London war. Es war den Leuten wichtig, hierbei zusehen zu können. Die BBC drängte sehr darauf, die Krönung im Fernsehen zu übertragen. Es war nicht die Queen, die das verneinte oder auch bejahte. Es waren ihre Berater, die hochnäsig argumentierten, das könne auf keinen Fall geschehen, da sonst die Männer mit einfachen Mützen in den Pubs mit dabei wären. Und die wären sicher nicht ehrerbietig. Das führte zu einem landesweiten Aufschrei. Es hieß, die Queen solle vor den Augen des gesamten Volkes gekrönt werden, das heute nun mal fernsehe. Die Krönung wurde im Fernsehen übertragen und es war ein Riesenerfolg, der das ganze Commonwealth und die ganze Welt zusammenbrachte. Für die Queen war es ein monumentales Ereignis in ihrem Leben. Nicht nur, weil sie weltweit Anhänger hatte, sondern auch, weil sie als tiefreligiöse Frau vor Gott einen Eid schwor, ihrem Land in diesen kargen Zeiten zu dienen. Das war ein Schlüsselmoment in ihrem Leben. Sie hatte stets großes Pflichtbewusstsein gezeigt, welches dadurch noch weiter anwuchs. Ihre Krönung war allem voran eine religiöse Messe. Sie stand also im Mittelpunkt einer religiösen Zeremonie unter der Leitung des Erzbischofs selbst, ihres Erzbischofs.
Was ihr Leben nach der Krönung 1953 so sehr veränderte, war das Bewusstsein, dass sie auf sich allein gestellt war. Sie war gewissermaßen Gottes Auserwählte. Da es nun nahezu ausgeschlossen war, dass sie jemals Königin würde, wollte Prinzessin Margaret abseits des königlichen Rampenlichts ein freieres Leben führen. Von den Fesseln königlichen Brauchtums befreit, wollte sie ihre Liebe zu Oberst Peter Townsend ausleben. Bald nach der Krönung wurde die Euphorie des Ereignisses von der Margaret Townsend-Affäre überschattet. Die Queen war in einer Zwickmühle, denn als Oberhaupt der Church of England konnte sie die Hochzeit ihrer Schwester mit einem geschiedenen Mann nicht erlauben. Aber als Schwester wollte sie natürlich, dass Prinzessin Margaret glücklich wurde. Das war nicht einfach. Man beschloss angesichts der Situation, das Paar zu trennen und sandte Peter Townsend als Attaché nach Brüssel. Als er 1955 zurückkam, war die Öffentlichkeit neugierig, denn mit 25 konnte Prinzessin Margaret in gewissem Maße tun, was sie wollte. Ihre Liebe allerdings hatte ihren Schwung verloren. Als Prinzessin Margaret zudem bewusst wurde, dass sie ihre staatliche Finanzierung und vielleicht sogar ihre königlichen Titel verlieren könnte, war es vorbei. Prinzessin Margaret ließ Folgendes aus Clarence House verlautbaren: Ich gebe meinen Entschluss bekannt, Oberst Peter Townsend nicht zu heiraten. Ich bin allen, die für mich gebetet und mir Glück gewünscht haben, zutiefst dankbar. Weil sie sich so nahe standen, unterstützte die Queen Margaret während der Zeit mit Oberst Townsend sehr. Denn es war eigentlich ihre Mutter, der diese Beziehung widerstrebte. Elizabeth und Philip standen Margaret dabei so sehr wie möglich zur Seite. Manchmal wird fälschlich behauptet, die Queen habe gesagt, dieser Beziehung könne nicht stattgegeben werden. Tatsächlich war sie aber am Boden zerstört, denn es war die Regierung, die bestimmte, dass sie diesen Mann nicht heiraten dürfe. Sie empfand großes Mitgefühl für Margaret, denn die Queen selbst wusste, was wahre Liebe war. Sie hatte den Mann ihrer Träume geheiratet. Die Queen hatte oft das Problem, dass ihre Rolle als Königin und ihre persönliche Rolle als Queen in Konflikt standen. Das waren in gewisser Weise zwei verschiedene Personen. Die Queen wandte sich manchmal an ihre Privatsekretäre, wenn diese Dokumente für sie anfertigten, und fragte sie, was die Königin tun sollte. Zu Beginn ihrer Herrschaft machte die Queen auf der neu gebauten Yacht Britannia eine fast einjährige Reise durch das Commonwealth. Das war zum einen natürlich eine Feier ihrer Thronbesteigung, vor allem aber eine Danksagung an das britische Commonwealth, an Australien, Neuseeland, Kanada, Südafrika, Indien und viele Länder in Afrika, die während des Krieges so viele Männer und Leben im Kampf gegen Deutschland und Japan geopfert hatten. Als die Queen den Thron bestieg, gab es das britische Empire noch. Es war Bestandteil unser aller Leben. Ich war damals jung, aber ich erinnere mich noch. Es ist heute kaum vorstellbar, aber wir hatten weltweit echten Einfluss. Die Queen war auch die Königin all dieser Länder. Daraus wurde das Commonwealth, ein loser Zusammenschluss großteils freundlich gesonnener Staaten. Die Queen nahm dies stets sehr ernst. Am wichtigsten war ihr bei all ihren Aufgaben wohl ihre Rolle als Oberhaupt der Kirche, da sie ihre Religion sehr ernst nahm, und ihre Rolle als Oberhaupt des Commonwealth. Ich würde sagen, die Queen sah im Commonwealth eine Lebensaufgabe. Ein Premierminister mag sich mit einer neuen Regierung ein Ziel setzen, für das er bekannt werden möchte. Auf die gleiche Weise war dies das Anliegen, das der Queen am Herzen lag. Sie verpasste nie eine Konferenz der Staatsoberhäupter des Commonwealth. Sie sagte, wenn sie an diesen Treffen mit Premierministern aus aller Welt teilnahm, fühlte sie sich manchmal ein wenig wie ein Arzt. Sie beriet 4 Premierminister am Morgen und 4 am Nachmittag.
Sie alle erzählten ihr von verschiedenen Problemen. Ihr konnten sie sich anvertrauen, denn sie plauderte nichts aus. Außerdem hatte sie all ihre Vorgänger bis zurück in die 1940er Jahre gekannt, als viele von ihnen noch nicht einmal auf der Welt waren. In unserer heutigen Zeit voller Prominenter ist Berühmtheit an sich ein Wert geworden. Doch obwohl die Queen die wohl meist fotografierte Frau der Geschichte war, hatte sie nie großes Interesse an Ruhm. Prinzessin Elizabeth, auch später als Queen, ließ sich stets von ihrem Pflichtgefühl leiten. Eines der Machtsymbole, das sie bekam, als sie zur Königin wurde, ist der sogenannte Ehering Englands. Sie sah sich als Ehegattin von England, Großbritannien, Australien, dem britischen Commonwealth und allen Ländern, deren Oberhaupt sie war. Das war für sie das Wichtigste. Sie hat den Film The Queen nicht angeschaut, da sie kein Interesse an sich selbst hatte. Sie las auch nichts zu ihrer Person, war nicht mit ihrem Ego beschäftigt. Sie war nicht Teil der ich-fokussierten Generation. Sie hatte kein übersteigertes Kontaktbedürfnis. Es gibt keine Fotos, auf denen Prinz Philipp und die Queen Hand in Hand spazieren gehen. Das entsprach ihrer Generation. Das war nicht, was sie von sich zeigen wollte. Auch wenn man es gerne hätte und es dem entspricht, was man sich vom Königshaus erhofft, das war nicht, was sie einem boten. Zwei große Faktoren haben beeinflusst, wie die Queen ihre Arbeit getan hat. Einerseits das, was ihrem Onkel Edward VIII. Geschehen war, der nur kurz König war und nicht einmal gekrönt wurde. Das zeigte ihr, dass sie ihrer Pflicht nicht den Rücken kehren sollte. Und sie führte fort, was ihr Vater begonnen hatte. Man kann sagen, sie war darin noch erfolgreicher als er. Ihr Volk schloss sie noch mehr ins Herz als zuvor ihren Vater. Wunderbar, sie ist unsere Monarchin. Es ist wunderbar, dass sie sich die Zeit für mich nimmt. Ich kann es kaum glauben. Ich habe es geschafft. Eine der interessantesten Geschichten zur Queen erfuhr ich aus ihrem Privatsekretariat. Und zwar folgende. Die Queen sah es als ihre Pflicht, so langsam zu gehen wie die langsamste Person im Land, damit sich niemand abgehängt fühlte. Die Queen versuchte also auf ihre Art, Dinge auf möglichst inklusive Weise zu tun. Seit 1952 wurden viele britische Premierminister und Regierungen gewählt, taten ihren Dienst und wurden abgelöst. Doch die Queen blieb. Neben Winston Churchill und Margaret Thatcher stand die Queen noch 14 weiteren Premierministern mit ihrer Erfahrung und ihrem Gespür fürs Weltgeschehen zur Seite. Es steht ganz außer Frage, dass ihr Winston Churchill besonders am Herzen lag. Denn sie hatte ihn gekannt, seit sie ein kleines Mädchen war. Sie hatte auf seinem Schoß gesessen. Er war ein Freund ihrer Eltern. Ihr Vater durchlebte mit Winston Churchill den Zweiten Weltkrieg. Sie war ein junges Mädchen in ihren 20ern, als sie Königin wurde. Winston Churchill, Altmeister europäischer Politik, war ihr erster Premierminister, ein ganz besonderer Premierminister. Seitdem sah sie die Premiers kommen und gehen und schaffte es dabei geschickt, dass ihr niemand persönlich zu nahe kam. James Callaghan, ein britischer Premier, sagte mir einmal, vom Königshaus erfahre man Freundlichkeit, nicht Freundschaft. Das ist ein Unterschied. Es war üblich, dass der Premierminister mindestens einmal in der Woche, meistens dienstags, etwas Zeit in seinem Terminkalender einplante, um in Buckingham Palace mit der Queen zu reden. Der Premierminister würde bei ihr sitzen und sich ihr anvertrauen. Ganz offen mit der Queen über das sprechen, was aktuell geschah. Sie würde zuhören. Vor einigen Jahren unterhielt ich mich auf einer privaten Feier mit der Queen. Ich redete auch mit dem damaligen Premierminister John Major. Ich sagte zur Queen, oh, Sie hatten heute eine Audienz mit ihm? Es war eine Zeit der Rezession und ich sagte, das wäre eine schlimme Sache gewesen. Sie antwortete,
Oh ja, sehr schlimm. Wissen Sie, dass ich seit 1952 Königin bin? Ich bejahte das und sie fuhr weiter fort. Ich habe 13 Premierminister erlebt. Auch das bestätigte ich. Sie fuhr fort. Wir haben alle paar Jahre so eine Rezession. Und ich glaube, keiner meiner Premierminister hat irgendeine Idee, was man dagegen tun könnte. Die Queen hatte einen sehr guten Sinn für trockenen Humor. Ich würde sagen, wenn man die Queen zum Lachen brachte, konnte man sich sicher sein, dass sie tatsächlich amüsiert war. Sie war eine sehr unterhaltsame Person. Man könnte denken, die Queen sehe sehr ernst aus, aber sie war einfach etwas älter geworden. Wenn sie entspannt war, sah ihr Gesicht ernsthaft aus. Aber wenn sie lächelte, wandelte es sich völlig und sie bekam eine wunderbare Strahlkraft. Sie konnte auch sehr gut andere nachahmen, sowohl bestimmte Personen als auch Akzente. Wenn sie einen Ort besuchte, konnte sie danach die Leute von dort nachahmen. Als ich 1983 zur Majesty kam, begleitete ich die Queen und Prinz Philipp auf ihre Jordanienreise. Die Queen fragte mich, worüber die Zeitschrift berichtete. Und ich antwortete, ich schreibe über ihre Familie. Sie erwiderte, das kann ich als Tagebuch nehmen, damit ich weiß, was sie alle treiben. Es gibt eine schöne Geschichte von der Queen, als sie in einen Supermarkt gehen wollte. Als sie in Norfolk war, sagte sie, sie wäre bisher nur bei Eröffnungen in Supermärkten gewesen, wollte das aber einmal erleben. Als sie durch die Regalreihen schlenderte, kam eine kleine, ältere Dame zu ihr und sagte fast schon mütterlich zu ihr, sie sehe aus wie die Queen. Die Queen bedankte sich und sagte, sie fühle sich davon sehr bestätigt. So war die Queen eben. Die Queen ist ein unparteiischer Beschützer der britischen Geschichte, Demokratie und Kultur. Sie ist unabhängig vom Parlament und dient würdevoll der britischen Monarchie und dem Volk. Monarchen stehen über politischen Angelegenheiten, denn sie wurden nicht gewählt. Vielleicht wollen sie noch nicht einmal in ihrer Rolle sein, aber sie haben sie inne und widmen ihr Leben ihrer Pflicht. Das zu zeigen ist wichtig und deshalb hat das Verhalten einiger junger Mitglieder der Königsfamilie in den 1980er Jahren der Monarchie so geschadet. Gerade weil sie über der Politik stehen und weil wir wissen, dass jemandem wie Prinz Charles sein Volk wirklich am Herzen liegt, wollen wir sie bewundern. Es ist kein Geheimnis, dass sie ihre Differenzen mit Prinz Charles hatte. Sie liebte ihn natürlich als ihren ältesten Sohn, aber sie erachtete seinen Einsatz für kontroverse Bewegungen als Gefahr für die Monarchie. Prinz Charles hätte zu seiner Verteidigung gesagt, er wäre ja nur Prinz von Wales und wenn er einst König würde, käme das alles zu einem Ende, da er ja wisse, wie wichtig die Neutralität eines modernen, konstitutionellen Monarchen ist. Mit Charles und Andrew verhält es sich in etwa wie mit William und Harry. Andrew ist wie Harry der Zweite in der jeweiligen Erbfolge. Sie beide können sich mehr herausnehmen und als Partyprinzen oder Playboy-Prinzen gelten, weil sie nicht die Last der Verantwortung tragen müssen. Sie sind nicht die zukünftigen Könige. Andrew verpasste sich eine Art Top Gun-Image, als er während des Falklandkriegs Helikopter flog und sich machohaft benahm. Die Beziehung der Queen zu Prinz Andrew blieb trotz der Kontroverse bezüglich der Verbindungen des Prinzen mit Jeffrey Epstein stabil. Infolge der Vorwürfe von Victoria Giuffre erwies die Queen ihrem Sohn die gleiche Treue, die sie ihrem Land gegenüber an den Tag legte. Sie sind ihre verhätschelteren jüngeren Söhne. Sie liebt sie sehr. Schon möglich, dass sie mit ihnen weniger streng ist als mit Charles. Wie fandet ihr das? Danke. Ich fand's gut. Prinz Edward kam damals in der Presse schlecht weg. Als das jüngste Kind stand er sehr im Schatten seines Bruders. Er hat sich bei den Royal Marines schwer getan und galt bei manchen als weich, wenn nicht gar schwul. Dem wurde später in dem Interview seiner Frau mit dem falschen Scheich mit dem Titel »Mein Edward ist nicht schwul« widersprochen. Sie wusste nicht, dass das ein Undercover-Journalist war.
Außerdem zog Edward durch seine Aktivitäten mit seiner Produktionsfirma Ardent schlechte Presse auf sich, da diese nicht gut lief. Der letzte Nagel im Sarg war dann, dass er Prinz William in Eton filmte, nachdem er explizit angewiesen wurde, das nicht zu tun. Das beendete seine Karriere, da die Queen keine schlechte Presse wollte. Wir feiern heute einen reinen Zufall, über den ich keinerlei Kontrolle hatte, für den ich aber meiner Mutter und meinem Vater zu großem Dank verpflichtet bin. Viele sind wohl der Ansicht, Prinzessin Anne war ihre wichtigste Stütze, sowohl persönlich als ihre einzige Tochter, als auch durch ihren unermüdlichen Einsatz für die königliche Familie. Sie nahm fast täglich mehrere Termine auf sich. Man kann sagen, sie war die wichtigste Mitarbeiterin des Unternehmens und dass die Queen das an ihre Tochter wirklich schätzte. In anderen Belangen war Prinzessin Anne aber eher wie Prinz Philipp als wie ihre Mutter. Sie nahm kein Blatt vor den Mund und beschönigte nichts. Ich denke aber, die Queen stand all ihren Kindern nah. Der Queen waren ihre Enkelkinder sehr wichtig. Sie war eine große Matriarchin und umgab sich gerne mit ihrer Familie. Darum waren ihr die Zeit in Sandringham zu Weihnachten und im Sommer in Balmoral so wichtig. Denn dort konnte sie wenigstens ein paar Wochen lang Matriarchin sein. Innerhalb des Palastes hatte die Königsfamilie durchaus ein normales Familienleben mit normalen Problemen und Emotionen. Sie standen unter größerem Druck als der Rest von uns, da alles, was sie taten, genau beobachtet wurde und Probleme sofort von den Kameras entdeckt werden konnten. So wie es dann auch bei Prinz Charles und Diana der Fall war. Diana Spencer, später Prinzessin Diana, kam aus dem Nichts. Niemand hatte sie vorher auf dem Schirm. Ihre Familie hatte zwar Verbindungen zum Königshaus, aber sie war nicht wie die anderen Freundinnen, die Prinz Charles sonst so oft begleitet hatten. Viele seiner Freundinnen hatten eine zweifelhafte Vergangenheit. Die Presse wusste, dass Prinz Charles eine Frau finden musste, bei der das nicht der Fall war. Diana Spencers Erscheinen war insofern ein Geschenk für uns alle. Sie war damals jung und recht naiv, aber ich glaube, Prinz Charles' Eltern waren erleichtert, dass er sie heiraten wollte. Er war lange Zeit Junggeselle gewesen und hatte kein stabiles Leben geführt. Er zog eindeutig die falschen Schlagzeilen an. War er ein Playboy-Prinz? Konnte er keine Entscheidungen treffen? War er nicht imstande, sich festzulegen? Plötzlich war da diese wunderschöne junge Frau in seinem Leben, was sein Bild in der Presse erheblich verbesserte. Denn nicht nur wurde sein Leben stabiler, sie war zudem schön und anmutig. Ich war schon immer ein Fan von Diana Spencer. Ich fand es faszinierend, wie sie sich entwickelte und was für eine Frau letztendlich aus ihr wurde. Sie war gut darin, die königlichen Pflichten zu erfüllen. Sie waren eine Weile lang ein absolut traumhaftes Team. Was auch immer sie taten, alle wollten sie dabei sehen. Diana Spencer wurde Opfer einer Zeitverwerfung. Als Diana in den 1970er Jahren in Erscheinung trat, war es den meisten einfachen Leuten egal, ob die Braut bei der Hochzeit noch Jungfrau war. Im Fall der Königsfamilie war diese altmodische Erwartungshaltung aber noch vorhanden. Sie war erheblich jünger als Prinz Charles und dieser hing, wie wir später erfuhren, emotional immer noch einer anderen Frau nach, Camilla. Das Problem der armen Camilla war ein echtes Dilemma. Als sie Charles traf, verliebten sie sich. Sie schliefen miteinander, aber dadurch konnte sie automatisch nicht mehr Königin werden. Das klingt lächerlich und primitiv, und das war es auch.
In den folgenden 2 oder 3 Jahren verliebte sich Prinz Andrew in Fergie. Diese gab nicht vor, eine Jungfrau zu sein und hatte zuvor feste Freunde gehabt. Zu der Zeit hatte man sich in der Hinsicht weiterentwickelt, aber Diana blieb in dieser Falle gefangen. Darum wandelten sich ihr Leben und das von Prinz Charles in eine Tragödie, die eine gewaltige Herausforderung für die Monarchie und den Ruf von Elizabeth II. Werden sollte. Die Queen griff nur selten in das Privatleben ihrer Kinder ein, schon gar nicht öffentlich. So auch als die Eheprobleme von Prinz Charles und Prinzessin Diana weltweit durch die Medien gingen. Wir berichteten erst etwa 1987 darüber, wie unglücklich sie war, als es so offensichtlich wurde. Die Queen war angesichts der Ehekrise von Charles und Diana aus mehreren Gründen beunruhigt. Natürlich konnte die Affäre dem Ruf der Königsfamilie schaden, aber insbesondere auch dem Glück des Paares und ihrer Fähigkeit für William und Harry, die geliebten Enkel der Queen, weiterhin gute Eltern zu sein. Diese waren schließlich die Zukunft der Königsfamilie. Es war eine hochkomplexe, emotionale Situation. Die Queen versuchte, Diana unter ihre Obhut zu nehmen, aber Diana zögerte. Es widerstrebte ihr, mit der Königin am Esstisch zu sitzen. Das war ihr zu langweilig und sie hatte ein wenig Angst davor. Die Queen hatte sie eingeladen, mit ihr zu Mittag oder zu Abend zu essen, aber Diana wollte das nicht tun. Also machte sie Ausflüchte. Darum konnten sie keine enge Beziehung aufbauen, zu einer Zeit, in der das Diana möglicherweise sehr geholfen hätte. Als die Ehe dann in die Brüche ging, traf sich Diana mit der Queen. Niemand erhielt ohne Termin eine Audienz bei ihr. Aber Diana saß im Vorraum, bis ein Besucher der Queen gegangen war, und ging dann schnell zu ihr hinein, bevor der nächste kam. Sie weinte sich aus und sagte, dass alle sie hassten, dass sie ihre Mutter, ihre Schwester und ihren Ehemann hasste. Die Queen war derartige Konfrontationen nicht gewohnt und wusste also nicht, wie sie mit Diana umgehen sollte. Das verunsicherte sie, weshalb sie Diana nie vollständig unterstützen konnte. Es wäre ein Fehler anzunehmen, dass sie Diana die Schuld gab. Wenn überhaupt, sahen sie und ihr Mann, Prinz Philip, die Verantwortung eher bei Prinz Charles als bei Diana. Er war es schließlich, der eine zweite Freundin hatte, von der die Königsfamilie zu diesem Zeitpunkt auch wusste. Er war das Mitglied der Königsfamilie, das sich sein ganzes Leben lang darauf vorbereitet hatte. Nach allem, was ich über die Queen weiß und über sie gehört habe, versuchte sie stets, nicht in die Leben ihrer Kinder einzugreifen. Sie hätte es vielleicht tun sollen. Vielleicht war das der eine große Fehler ihrer Herrschaft, bei Charles und Diana nicht einzugreifen. Als ich Prinz Philip einmal danach fragte, sagte er einfach, wir sind eine Familie. Sowas geschieht nun mal in Familien. Und sie gingen wie eine Familie damit um. Ihre Reaktion war normal für Eltern ihrer Generation. Eine Sache, die die Queen besonders bezüglich Diana, der Prinzessin von Wales, und Sarah Ferguson verstörte, die den jungen Herzog von York geheiratet hatte, war die Aufmerksamkeit, die sie erfuhren und die sie möglicherweise zu persönlich nahmen. Der Herzog von Edinburgh sagte einmal zu mir, dass die Queen, als sie nach der Thronbesteigung in den 1950er Jahren auf Reisen ging, von Millionen auf den Straßen bejubelt wurde. Hätte die Queen diese Aufmerksamkeit auf ihre eigene Person bezogen, hätte sie das verdorben. Das tat sie aber nie. Sie wusste, die Aufmerksamkeit und Verehrung galt nicht ihr, sondern ihrer Position als Königin. Eine Sache, die mich an ihrer Darstellung immer wieder stört und über die ich mit dem Herzog von Edinburgh gesprochen habe, ist die Idee, dass sie nun als Teil der Promi-Kultur gelten. Das sind sie nicht. Sie sehen sich als Teil der Geschichte. In ihren Adern fließt Blut, das schon vor 1000 Jahren durch königliche Adern floss. Das Mantra der Queen zu Familienangelegenheiten war, sich weder zu beschweren noch zu rechtfertigen. Darum schwieg sie stets zu Themen wie Liebe, Ehe und Scheidung.
Am deutlichsten wurde sie in der Hinsicht wohl, als sie über ihr Annus Horribilis sprach. Well, 1992 1992 war ihren eigenen Worten nach das schlimmste Jahr für die Queen. Sie sprach vom Annus Horribilis. Andrew und Fergie ließen sich scheiden. Zuvor brannte am Jahrestag ihrer eigenen Hochzeit Windsor Castle. Es war, als sähe sie ihr Leben in Flammen aufgehen. Dann trennten sich der Prinz und die Prinzessin von Wales, obwohl sie sich unglaublich dafür eingesetzt hatte, dies zu verhindern. Sie dachte, sie müsste es nur noch ein bisschen länger versuchen. Dann wurde ihr klar, dass das nicht funktionieren würde. Es war ein grauenhaftes Jahr für sie. Kurz nach dem Brand in Windsor hielt die Queen eine Rede. Sie wich dem Thema dabei nicht aus. Sie war krank, hatte Halsschmerzen vom Qualm und eine Erkältung, an der sie litt. Aus all diesen Faktoren ergab sich dieses prägnante Bild einer Frau gehobenen Alters, die ihr Zuhause in Flammen aufgehen gesehen hatte, deren Kinder sich geschieden hatten. Es sollte ein Annus Horribilis werden. Sie konnte es nur sagen, weil es auf Latein war. Das erlaubte ihr, dieses fürchterliche Thema anzusprechen. Dass sie das tat, führte natürlich dazu, dass die Menschen sie noch mehr liebten und ihr die emotionale Unterstützung gaben, die das Königshaus ihnen so oft geboten hatte. Als die Probleme im Privatleben ihrer Kinder weltweit in die Schlagzeilen gerieten, suchte die Queen Trost im Wiederaufbau von Windsor Castle nach dem katastrophalen Brand. Sie ahnte nicht, dass die größte Tragödie, die ihre Herrschaft in Zweifel ziehen sollte, kurz bevorstand. Am 31. August 1997 in Paris. Ich hatte geschlafen, als das Telefon klingelte und mein Boss sagte, es hätte einen Autounfall in Paris gegeben. Dodi Fayed sei tot und vielleicht auch die Prinzessin. Ich zog mich an, ging mitten in der Nacht ins Studio und war danach gewissermaßen die gesamte nächste Woche im Fernsehen. Einer Eilmeldung unserer Nachrichtenagentur zufolge ist Diana, die Prinzessin von Wales, in Paris bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Während das britische Volk in tiefe Trauer verfiel, musste die Queen einen Balanceakt vollbringen zwischen dem Durchhaltevermögen und der Pflicht der Monarchie und ihrer Wahrnehmung als unnahbar und kalt. Die Woche nach Dianas Tod war eine lange Woche für die Medien. Am Sonntag standen alle unter Schock. Spätestens am Tag darauf wandte sich die Aufmerksamkeit den Paparazzi zu, die das Auto verfolgt hatten. Danach wurde bekannt, dass der Chauffeur mehr Alkohol im Blut hatte, als er sich hätte leisten dürfen. Also schob man ihm als nächstes die Schuld zu. Als man damit fertig war, nahm man die Queen ins Visier. Die Presse bauschte das natürlich wie üblich auf. Sie versteifte sich auf die Meldung, es wäre kein Union Jack auf Halbmast im Buckingham Palace gewesen. Ich fragte ITN, warum sie nicht Windsor Castle filmten, wo die Flagge auf Halbmast stand. Das hätte es gezeigt, aber das wollte man nicht. Sie wollten den nackten Flaggenmast und die kaltherzige Monarchin zeigen. Wir haben die Leute nicht aufgehetzt. Es stört mich immer, wenn das behauptet wird. Diana war dem britischen Volk sehr wichtig. Ihr Verlust ging ihnen zu Herzen. Uns war natürlich bewusst, dass wir die Stimmung nicht aufheizen und nicht sagen sollten, die Queen wäre so fürchterlich, weil sie nicht bei den Menschenmengen in London war. Wir wollten vorsichtig vorgehen, aber die Sache hatte eine Eigendynamik. Niemand hätte voraussehen können, was mit Diana geschehen war und was die folgenden Tage bringen würden. Nach Dianas Tod tat die Queen, was sie immer tat. Sie schätzte Kontinuität und Stabilität.
Also handelte sie, wie es ihr Vater und ihr Großvater getan hätten. Sie zog sich nach Balmoral zurück, verhielt sich nach außen so, als wäre nichts Schreckliches geschehen. Dabei interpretierte sie die Stimmung im Land aber völlig falsch. Von ihrem Elfenbeinturm in Balmoral aus konnte sie nicht wissen, was in London geschah. Die Queen hatte einst den Krieg überstanden. Ihre Generation reagierte anders auf Autounfälle, bei denen Ex-Schwiegertöchter starben, als es die empfindsamere, jüngere Generation tat. Sie musste den Jungen an diesem traumatischen, fürchterlichen Punkt in ihrem Leben beistehen. Das war für sie das Wichtigste. Darum wollte sie nicht mit Kameras umgeben werden, wollte keine öffentlichen Stellungnahmen abgeben. Ihr Ziel war es, William und Harry aus dem Rampenlicht zu halten. Der Rest konnte warten. Natürlich wollte man die Menschen beim Palast nicht stören. Noch wichtiger war es aber, dass sich die Jungen zunächst auf eine Sache konzentrieren konnten, nämlich ihrer Mutter bei der Beisetzung die letzte Ehre zu erweisen und dann nach Hause zu kommen. Natürlich sah man das in London, in den Medien oder auch weltweit anders. Als die Queen aus Schottland nach Buckingham Palace zurückkehrte, war sie extrem nervös. Sie spürte, wie feindselig die Menge ihr gegenüber war. Als sie zu Fuß an ihnen vorbeiging, konnte sie hören, wie sie sagten, dass sie sich ganz schön Zeit gelassen habe. Sie hörte viele Dinge, die die Menge sagte. Dann gab eine Frau ihr einen Blumenstrauß und die Queen fragte sie, ob sie ihn für sie ablegen sollte, worauf die Frau erwiderte, die Blumen wären für sie. In dem Moment war das Eis gebrochen und die Menschen sahen sie in einem anderen Licht. Sie waren nicht mehr feindselig und wütend. Ihnen wurde klar, dass diese Frau eine Großmutter war und dies alles bewältigen musste. Viele empfanden eine natürliche Empathie für die Queen. Außerdem weiß ich noch ganz genau, wie die Königin inmitten des ganzen Trubels live aus Buckingham Palace im Fernsehen eine Ansprache an das ganze Land hielt. Das war eine meisterliche Rede. Meine folgenden Worte als Königin und Großmutter kommen von Herzen. Sie benutzte die berühmten Worte als Königin und Großmutter. Das zu sagen war sehr wichtig. Es erinnerte die Menschen daran, dass sie keine abstrakte Figur war, sondern jemand mit Familie, Kindern, Enkelkindern und allen Freuden und Leiden, die damit einhergehen. Sie mag als beharrlich und konservativ gelten, aber sie hat während ihrer Herrschaft zu Krisenzeiten immer wieder gezeigt, dass sie flexibel denken und sich verändern kann. Prinz William plante, nicht beim Trauermarsch mitzulaufen, da dieser in seinen Augen zu einem fürchterlichen Medienrummel verkommen war. Am Vorabend der Prozession sagte Prinz Philipp zu ihm, dass er es später bereuen würde, nicht beim Trauermarsch seiner Mutter mitgegangen zu sein, und sagte, er würde an seiner Seite gehen. Er war eine große Stütze als Großvater. Als sie unter Whitehall durchgingen und sich unbeobachtet fühlten, lehnte sich Prinz Philipp rüber und fragte, ob alles in Ordnung sei. Das war genau das, was man in dieser Situation von seinem Großvater braucht. Nach Prinzessin Dianas Tod unterstützten die Queen und Prinz Philipp die zwei jungen Prinzen William und Harry weiter und halfen ihnen, ohne ihre Mutter den Anforderungen des königlichen Lebens gerecht zu werden. 2002 erlitt die Queen in nur 2 Monaten 2 tragische Verluste. Prinzessin Margaret, ihre neckische Schwester, starb im Februar. Der Verlust ihrer eng vertrauten und geliebten Schwester traf die Queen schwer. Bei Prinzessin Margarets Begräbnis konnte die Queen ihren Kummer nicht verbergen und vergoss zum ersten Mal in ihrer Herrschaft öffentlich eine Träne. Dies ist ein schrecklich trauriger Tag für meine Familie und insbesondere meine Mutter, die Queen. Meine geliebte Tante hatte in den letzten Jahren sehr unter ihrer Krankheit gelitten. Sie liebte das Leben und hat es voll ausgekostet. Wir alle vermissen sie sehr.
Im Namen meiner ganzen Familie, allen voran meiner Großmutter, Königin Elizabeth, danke ich all jenen wunderbaren Menschen, die uns bereits ihre Anteilnahme ausgedrückt und uns Briefe geschickt haben. Wir sind dafür sehr dankbar. Einen Monat später saß Königin Elizabeth bei ihrer Mutter, als die Königin-Mutter am 30. März 2002 mit 101 Jahren verstarb. Wir sind in unseren Gedanken und Gebeten bei der Queen, die erst kürzlich Prinzessin Margaret verloren hatte, und der Königsfamilie, der die Königin-Mutter so am Herzen lag. Wir alle waren sehr stolz auf sie. Sie war fast ein Jahrhundert lang ein Symbol der Einheit in der Geschichte unseres Landes. Allem voran, als sie während der Luftangriffe darauf bestand, in London zu bleiben. Sie verkörperte damals nicht nur ihren eigenen Kampfgeist, sondern den des gesamten britischen Volkes. Den persönlichen Tragödien dieses Jahres zum Trotz feierte die Queen das 50-jährige Jubiläum ihrer Thronbesteigung mit Elan. Nach den Todesfällen im Haus Windsor feierte die Queen 2011 hocherfreut die Hochzeit ihres Enkels Prinz William mit Kate Middleton in Westminster Abbey. Prinz William stand an zweiter Stelle in der Erbfolge der britischen Krone, weshalb seine Hochzeit mit Kate der jüngeren Generation den Zauber und die Hoffnung der Monarchie näher brachte. Natürlich sind die Leute immer aufgeregt, wenn ein gut aussehender Prinz wie William heiratet. Ein Jahr nach der Hochzeit von William und Kate feierte die Queen 2012 ihr Diamantjubiläum auf dem Thron, zu dem noch größere Menschenmengen kamen als 10 Jahre zuvor. Sie war in diesen Belangen immer unglaublich bescheiden. Sie zeigte sich stets überrascht, wenn ihretwegen groß gefeiert wurde und die Leute Spaß hatten, Fahnen schwenken und Festmähler veranstalteten. Alle meine Auslandskontakte wollten dann Feiern veranstalten und Fahnen schwenken, was sie noch mehr überraschte. Sie war, wie gesagt, in der Hinsicht sehr bescheiden. Die nächste Generation des Hauses Windsor kam in Form von Prinz George von Cambridge am 22. Juni 2013 im St. Mary's Krankenhaus in London zur Welt. Die Geburt wird eine öffentliche, globale Angelegenheit. Nicht, weil William und Kate es wollen, sondern aufgrund der Tragweite des Ereignisses. Wir begrüßen voller Bescheidenheit einen zukünftigen König. Die formelle Ankündigung geschah über eine Staffelei im Vorhof von Buckingham Palace, wie schon bei Prinz William. Am 2. Mai 2015 kam die Schwester von Prinz George zur Welt, Prinzessin Charlotte von Cambridge. 3 Jahre später vollendete Prinz Louis die Familie des künftigen Königs. Buckingham Palace verkündet voller Stolz die Geburt eines neuen Prinzen am heutigen Georgstag 2018. Königin Elisabeth II. Hat während ihrer Herrschaft viel erlebt. Im September 2015 feierte sie einen weiteren Meilenstein, als sie die am längsten herrschende Monarchin in der 1200-jährigen Geschichte des britischen Königreichs wurde. Wir hatten noch nie einen Monarchen so lange auf dem Thron. Ein langes Leben erreicht unweigerlich viele Meilensteine. So auch das meine. Dennoch danke ich Ihnen und so vielen anderen zu Hause und in aller Welt für Ihre gütigen Botschaften. Sie herrschte länger als alle anderen britischen Monarchen in über 1000 Jahren Geschichte. Das war ein großer Moment für uns alle. Es war eine gewaltige Errungenschaft für das Commonwealth und die ganze Welt. Sie hat ihr Leben in den Dienst Großbritanniens gestellt. Dies ist ein weiterer Teil ihres außerordentlichen Verdienstes.
Nachdem er 65 Jahre der Queen gefolgt war, verkündete der Herzog von Edinburgh 2017, dass er seine königlichen Pflichten im Alter von 96 Jahren niederlege. Oder in seinen eigenen Worten, dass der erfahrenste Gedenktafelenthüller der Welt in den Ruhestand ging. Sie sehen den erfahrensten Gedenktafelenthüller der Welt. Ich bin sehr stolz darauf, Prinz Philipp gespielt zu haben. Er war ein faszinierender, vielschichtiger Charakter, voller Widersprüche, gerade in seiner Jugend. In England sind wir stolz auf die Königsfamilie. Ich zumindest. Aber er war 96. Die meisten gehen 20, 30 oder sogar 40 Jahre früher in den Ruhestand. Ich denke, er hat einen großartigen Dienst getan und seinen Sinn für Humor allen Widrigkeiten zum Trotz behalten. Einfach unglaublich. Schade, dass Sie sich zur Ruhe setzen. Ich kann halt nicht mehr gut stehen. Da ihr Gatte nun ein ruhigeres Leben hatte und die nächste Generation der Königsfamilie von Prinz Charles lernte, ihren Aufgaben nachzukommen, reduzierte auch die Queen ihre offiziellen Verpflichtungen. Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle 2018 und die Geburt ihres Sohnes Archie 2019 waren königliche Großereignisse. Vielen Dank für all die vielen Glückwünsche. Das bedeutet uns wirklich viel. Im Januar 2020 wurde ihnen ihr königlicher Status aberkannt, nachdem sie als Mitglieder des Hochadels zurücktraten. Prinz Harry verlor seine königlichen und militärischen Titel sowie seine finanzielle Unterstützung. Kurz darauf zogen sie nach Amerika, um ein neues Leben abseits der Königsfamilie zu beginnen, als die Corona-Pandemie begann. Da der weltweite Stillstand königliche Audienzen unmöglich machte, verbrachte die Queen den Großteil der Pandemie auf Windsor Castle. Während die Welt angesichts des Coronavirus verunsichert war, verschlechterte sich Prinz Philipps Gesundheit. Er war oft im Krankenhaus und wurde operiert. Es war das erste Mal, dass sich sein Alter so deutlich zeigte. Am 9. April 2021 verstarb der Herzog von Edinburgh und Gatte der Queen friedlich. Nur Wochen vor seinem 100. Geburtstag. Das goldene Zeitalter der britischen Monarchie nähert sich seinem Ende. Die Queen und der Herzog von Edinburgh waren 73 Jahre lang verheiratet. Wenn jemand wie Prinz Philipp nicht mehr da ist, hinterlässt das natürlich eine große Leere. Prinz Philipps Beisetzung fand in der St. George's Kapelle von Windsor Castle statt. Aufgrund der Corona-Maßnahmen sollte es nicht die zuvor geplante grandiose Würdigung des langen Dienstes des Herzogs von Edinburgh im Namen der Königin und des Landes werden. Heute kennen viele die Bedeutung des Wortes Pflicht nicht mehr. Aber Prinz Philipp und die Queen waren damit aufgewachsen. Ich denke nicht, dass sie auf dieses Jahr als Annus Horribilis zurückblicken wird. Fürchterlich reicht als Beschreibung einfach nicht aus. Ihrem Mann zu verlieren übersteigt das. Dies ist ein wirklich sehr trauriger Moment für unsere Marine. Wir kehren in uns und erweisen ihm Respekt, indem wir Prinz Philipps herausragendem Einsatz gedenken. Er hatte sein Leben dem Dienst an der Nation verschrieben, um anderen zu helfen. Dies ist sein Erbe. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir werden ihn in Ehren halten und danach streben, seinem Beispiel zu folgen. Die Königsfamilie trauerte um ihren Vater und Großvater, die Queen um ihren Ehemann, der sie fast 80 Jahre lang begleitet hatte. Bilder, auf denen die Queen aufgrund der Corona-Maßnahmen einsam trauern musste, brachten ihr Respekt und Verehrung ein. Später stellte sich heraus, dass ihr Premierminister Boris Johnson gegen seine eigenen Lockdown-Gesetze verstoßen hatte. Die Queen jedoch hätte nie gegen ihr eigenes Gesetz verstoßen und zugleich erwartet, dass das Volk sich daran halte. Zu Beginn des 70. Jubiläumsjahres ihrer Krönung verkündete die Queen, dass ihr geliebtes Windsor Castle ihr dauerhafter Wohnsitz sein würde.
Die Queen steht für Stabilität und Herrschaft. Monarchisten wie ich mögen die Königsfamilie und die Queen nicht nur aus politischer Erwägung, weil wir es für ein gutes System halten, sondern auch aus historischen Gründen, aus emotionalen und ästhetischen Gründen. Es ist ein komplexes Thema. Die Queen und die Königsfamilie waren sehr beliebt. Die Queen gab nie ein öffentliches Interview. Ihre Erhabenheit bestand darin, nie etwas preiszugeben. Von persönlichen Gefühlen bis hin zu Staatsangelegenheiten. Was Staatsoberhäupter der Queen anvertrauten, behielt sie für sich. Ihrem Charakter entsprechend hat sie ihre Rolle im Leben stets akzeptiert. Sie war sehr pflichtbewusst. Ich schreibe seit den 1970er Jahren über die Königsfamilie, also seit mehr als 40 Jahren. So gut ich die Queen und die Monarchie auch kannte, die Essenz der Queen blieb mir stets ein Rätsel. Das war meiner Ansicht nach ihre Stärke. Und so sollte es auch sein. Sie war eine faszinierende Figur. Sie war unglaublich lange auf dem Thron und wir haben historische Aufzeichnungen zu jeder Sekunde ihrer Herrschaft. Aber wir wissen nicht viel über die Queen selbst, über sie als Frau, was für eine Mutter sie war und was sie angesichts der monumentalen historischen Ereignisse während ihrer Herrschaft empfand. Ihre Gefühle blieben stets unter Verschluss. Deshalb ist sie eine der ungreifbarsten Personen unserer Zeit. Vielleicht wird sie nie jemand ganz verstehen. Die Menschen waren von der Vorstellung fasziniert, wie es wohl hinter ihrer Fassade aussah. Sie hat penibel darauf geachtet, ihre Privatsphäre zu wahren, ihre eigenen Werte und Ideen, ihr Selbstbewusstsein. Diese Geheimnisse und Rätsel waren Teil ihres Zaubers. Ihre Stärke war stets ihr Durchhaltevermögen. Sie geriet in guten wie in schlechten Zeiten nicht ins Wanken und handelte stets mit Weitblick. Die Menschen bewunderten ihre Beständigkeit und Stetigkeit. Sie war gekommen, um zu bleiben. 70 Jahre auf dem Thron, länger als alle Vorgänger in der britischen Geschichte, fast sogar weltweit. Ein paar Jahre mehr und sie hätte Ludwig XIV. Aus Frankreich die längste Herrschaft der Weltgeschichte abgenommen. Die Queen zog stets Menschenmengen an. Sie war eine jener Personen, die die Leute immer sehen wollten. Die erfolgreichsten britischen Monarchen sind jene, die bescheiden sind, die verstehen, dass die Institution des Königshauses sie weit überragt und Dinge symbolisiert, die wichtiger sind als jede Einzelperson. So hat sie sich verhalten, bis zuletzt. Sie wurde bei diesem letzten Jubiläum dafür gefeiert, dass sie so viel überlebt hatte. In diesem Jahr ging es um sie als Person. Zu diesem Anlass gedachten wir dieser Dame, all dem, was sie für uns in Großbritannien getan hat, allem, wodurch sie Freude auf der Welt verbreiten wollte. Wir wissen, dass die Queen stets eine sehr stoische Person war. Sie behielt die Wirklichkeit im Blick, war realistisch. Prinz Philipp mag nicht mehr da gewesen sein, aber mehr als ein Jahr nach seinem Tod machte sie weiter. Im Jahr ihres Platinjubiläums war das Pflichtgefühl von Königin Elizabeth ohnegleichen und ihre Ehe unzerstörbar. Sie war eine Matriarchin, eine Frau, die sowohl ihre Familie als auch die britische Monarchie über 70 Jahre lang zusammenhielt. Königin Elizabeth II. War ein Fels in der Brandung angesichts der sich verändernden Welt, eine einmalige Verkörperung der Geschichte, die immer relevant sein wird. Die Queen zeigte sich stets überrascht, wie wohlwollend ihr Volk ihr gegenüberstand. Es war schon seltsam, dass es sie nach all den Jahren noch überraschte, aber auch sehr charmant. Das war schon außerordentlich. Sie war 1952 da und 2022 noch immer.
Die gleiche Queen, das gleiche Lächeln, Jahr um Jahr die gleichen Anlässe. Ein Dichter beschrieb es einmal als die Sicherheit vertrauter Beziehungen. Wir wussten, dass wir uns auf sie verlassen konnten. Sie ließ uns nicht im Stich. Sie war immer für uns da.